Wie verhindere ich es, in alte Muster zurückzufallen? Alte Gewohnheiten letztendlich, könnte man ja auch sagen. Ne? Also dass ich in alte Muster, in alte Gewohnheiten zurückfalle, ist eigentlich ganz normal. Weil, was ich ja vorhin schon gesagt habe, es wird Verhalten auch dahingehend generiert, dass es sogar bis auf neurologische Ebene neuronale Netzwerke bildet. Und es kann durchaus sein, vor allen Dingen am Anfang, wenn ich neues Verhalten generieren möchte, dass die alten Verhaltensweisen sich wieder einschleichen, weil eben auch diese alten Netzwerke, neuronalen Netzwerke aktiviert werden. Wenn das passiert, ist eines ganz wichtig, dass ich nämlich nicht anfange, mir selbst Vorwürfe zu machen. So die berühmten Vorsätze an Silvester, ich möchte das und das Verhalten ändern und 14 Tage später macht man es wieder ganz genauso und dann geht man in so einen inneren Dialog, wo man sich selbst Vorwürfe macht und sagt, klappt ja sowieso nicht. Das ist die beste Variante, damit ich alles beim Alten lasse. Wenn ich feststelle, dass ich in altes Verhalten zurückgefallen bin, dann ist der Schritt, dass ich sage, halt mal, wie sollte mein neues Verhalten aussehen? Und dann kann ich das erstmal machen. Ich muss genau wissen, deswegen sind die Ziele so wichtig, von der ich vorhin schon mal gesprochen habe, was möchte ich eigentlich Neues machen? Und dann kann ich mich entscheiden, ja gut, jetzt habe ich zwar wieder das Alte getan, aber beim nächsten Mal werde ich das neue Verhalten generieren. Und je öfter ich das mache und je bewusster ich das mache, umso wahrscheinlicher werden sich dann neue Gewohnheiten einschleifen, einprägen. Das ist ja notwendig, dass sich quasi neue Gewohnheiten aufbauen. Und wenn die alten wieder entsprechend mal sich durchsetzen, dann kann man das beobachten, kann sagen, okay, das ist normal, aber jetzt entscheide ich mich, das neue Verhalten zu generieren. Und da muss ich aber wissen, wie soll das neue Verhalten aussehen.